So Leute, ihr hört es, wir sind im Saarland. Hier werden samstags um 11:30 Uhr, glaube ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir es haben, noch die Sirenen getestet oder schon, ich weiß es gar nicht. Also jeder aus dem Saarland kann gerne mal reinschreiben, ob er weiß, ob oder noch die Sirenen getestet werden und die genaue Uhrzeit gerne auch einmal reinschreiben. Und bevor ich den lieben Lars vorstelle, den die meisten sicherlich aus der Westwall-Serie kennen, möchte ich einmal Danke sagen. Danke für mittlerweile 2,5 Jahre YouTube, für die ganzen Views, die ganzen Likes, für die Kommentare. Bin ich sehr, sehr dankbar. Auch über die kritischen Kommentare, dass ich mich halt verbessern kann, finde ich auch mega. Und ja, ich würde vorschlagen, wir warten jetzt nicht mal lange. Wir starten jetzt direkt mal mit der Vorstellung von Lars. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Westwall. Wir sind heute, wie ihr schon gerade gesehen habt, in Saarbrücken. Und das ist unser 5. Teil. Und ich bin heute mit dem lieben Lars mit dabei. Und was sehen wir uns heute an, Lars? Wir werden uns heute das Aachen-Saar-Programm ansehen. Aha. Hier hinter uns zu sehen ist eine Schartenplatte mit Kugelkopfverschluss. Die hat eine Stärke von 200 mm, also das ist schon was Stärkeres. Wie schon gesagt, wir machen heute einiges an Bunkern und das wird eine relativ lange Folge, da stellt euch schon mal drauf ein, aber es wird sich lohnen. Es wird sich definitiv lohnen. Das hinter uns ist ein Museumsbunker, vollkommen ausgestattet, vollkommen funktionsfähig. Da werde ich den lieben Jörg auch ab und zu mal was filmen, wenn er da mal ein bisschen was mit seinen Fingern dran rumspielen wird. Ihr wisst Hier sein Zahnputz wieder mal. Aha. Und ich dachte, das wäre seltener, weil jetzt mittlerweile habe ich den schon so häufig gesehen, seitdem ich mit dir unterwegs bin. Ja. Das ist ja unglaublich. Weiß man zufällig, was das hier ausgehalten hätte? Hätte das auch schon Pack- oder Panzerabwehrkanonen aushalten können? Du siehst heute noch genügend Schartenplatten mit Treffern, keine Sorge. Ja, also okay. Kampfeinschläge, Durchschläge, das werden wir heute alles sehen. Aber meistens halt eben, wie schon gesagt, nicht die hier, sondern die 7P7, die hat nämlich eine 100 mm Stärke. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, wir starten mal. Wir gehen zuerst hoch aufs Bauwerk. Oben befindet sich noch ein Kochringstand. Wie schon gesagt, das hier ist, kann man ja öffentlich sagen, das hier ist das Bunker 316. Das ist ein Museum, hat eine eigene Fördergruppe. Wenn ihr Bock, die wir auch unten verlinken, die wir Leute. natürlich auch unten verlinken. Und wer Bock hat, den Verein zu unterstützen, ich bin da auch selber Mitglied drin. Und wer Bock hat, den zu unterstützen, es kostet 25 € im Jahr, kann mithelfen, den Bunker praktisch zu erhalten und am Laufen zu halten. Dann wollen wir mal starten. Auf jeden Fall eine feine Sache, Leute. Nutzt das. Mega. Ja, das Bauwerk hat halt eben eine Stärke von B9. Das hat jetzt 2 Meter. Der Tarnputz ist angebracht. Vorne gleich. Also ihr müsst euch das mal so vorstellen. Der 108B ist eine MG-Kasematte mit MG-Schartenstand. Das heißt, gleich hier haben wir die 200 mm starke Platte. Die blenden wir natürlich auch wieder mal hier oben wunderbar ein. Und ich gucke jetzt gerade praktisch runter in die Schneise von der MG-Kasematte. Im Kriegsfalle sollten dann die ganzen Häuser hier gesprengt werden für das Schussfeld. Der 108W hat jetzt einmal, das hier ist jetzt die Schussrichtung von der MG-Kasematte. Hat dann hier nochmal die Schussrichtung vom Schartenstand. Also kann einmal nach da und einmal nach da schießen. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir um das Bauwerk drumherum gehen. Und hier ist eine richtige Schneise in dem Boden, ne? Richtig, hier ist eine richtige Schneise fürs Schussfeld. Aha. Und die Häuser hätte man aber richtig sprengen müssen, damit sie halt keine Deckung für die Angreifer hätten geben können. Ne? Aber zu dem Falle ist es halt nie gekommen. Zur Bewaffnung, wir haben hier drin eine Schartenlafette 34. Auf dieser Schartenlafette 34, wir haben jetzt 2 Optiken an der Seite drin. Auf der Schartenlafette 34 ist natürlich das MG 34 drin, auch wiederum mit einer Zieloptik wie im Panzer. Und ja Leute, also wenn ihr dagegen schießt mit den alten Waffen, da könnt ihr lange gegen schießen. Selbst Punktfeuer von einem MG oder was auch immer, keine natürlich Chance. Von einem MG. 2 cm Da auch geht nicht. selbst die 76er vom Sherman nicht durch. Wow. Dann wird Welches Baujahr hatten wir hier, hattest du gesagt? das 39. 39. Wir sind jetzt am MG-Schartenstand angekommen mit der Schartenplatte 7P7. Die hat eine Stärke von 100 mm. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch auf der Schartenplatte der Tarnputz
angebracht. Das ist die Schartenplatte hier normalerweise. Genau, Ne? das hier ist die Schartenplatte. Ah, man hört es auch, wenn man dagegen klopft. Das Wie ist schon gesagt, wohl. der Tarnputz, der ist nochmal drauf angebracht. Wie schon gesagt, hier die 7P7 hat natürlich jetzt keine Optik drin, sondern einfach einen Sehschlitz drin. Das ist im Grunde das, was wir auch im Grenzwachtbauprogramm Richtig, gesehen haben. Ne? Richtig, die Scharte vom Grenzwachtbauprogramm, die 422P01, die werden wir gleich auch noch sehen. Ist das Original? Nein, das ist nur ja. die Winterabdeckung. Hier haben wir jetzt den Ausgang vom Ofenrohr. Das ist der Flettner. Der praktisch den verteilt über den Luftstrom mit den Kühlrippen. Verteilt er praktisch gesehen den Rauch, der da rauskommt, wie ebenerdiger Nebel. Damit das Bauwerk halt nicht gesehen wird. Das bedeutet, normalerweise ist es ja so, wenn du Feuer anmachst in einem Ofen, wir haben ja unten einen Ofen drin. Ja, sie siehst ja auch da vorne. Genau, dann steigt das ja mehr oder weniger einfach nach oben, je nachdem, wie viel Wind ist. Und hier wird der Dampf oder der Rauch abgekühlt. Richtig, wird durch die abgekühlt, Kühlrippen? wird die Kühlrippen abgekühlt und geht dann nach unten und ist dadurch nicht von der gegnerischen Aufklärung zu sehen. Ne? richtig. Beziehungsweise der Bunker ist dadurch auch getan. Ne? Ja. Hinter dem lieben Jörg befindet sich ein Ringstand oder auch Kochstand genannt, mit halt eben einem Unterstand direkt dort neben und einem nachträglich jetzt eingebauten Siegfried-Rahmen. Ja, wie grenzt er sich von einem Turmbuchstand ab? Weißt du das zufällig? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Schau mal hier. Wir haben hier sogar noch ein Datum drauf, ne? Ja. 31.10.44. Und am Anfang steht S&S. Ist das derjenige, der es gebaut hat? S&S? Das kann ich dir jetzt auch wieder mal zu 100% nicht sagen. Aber kein Problem. So, wir befinden uns jetzt hier in dem nachträglich erstellten Grabensystem. Und direkt daneben haben wir einen Raum wahrscheinlich für Munition, oder? Für als Unterstand auch. Als Unterstand. War das hier damals tiefer? Ja. Okay, das ist auch. Und heute hier der kleine Wellblechunterstand. Siegfried-Rahmen. 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 Es gibt dann noch größere, die Ja. sind dann aber als Heinrich dann betitelt. Die sind dann auch mit Stampfbeton. Hab ich die? Nee, hab ich Noch die? nicht. Da war ich mit dem anderen unterwegs. Er gibt mir Fremdleute. Ja, wie schon gesagt, jetzt momentan Lager fürs Feuerholz. Ja. Haben wir im Hürtgenwald noch ein paar von. Ja, kenne ich sogar einen. Da geht ein Wanderweg drüber. Richtig. Ja. Auf der anderen Seite des Berges haben wir aber noch einen. Ah, okay. Da geht kein Wanderweg drüber, da geht der scheiß Fahrradtrail drüber. Ja, stimmt. Den bist du wahrscheinlich schon lang gefahren. Nee, ich bin nur abgewandert, weil der war ein bisschen zu hart für mich. Wir gehen jetzt in das Bauwerk rein. Sagst du mir noch mal, um was für einen Bunker es hier geht? Also es geht sich hier um den Bunker 316. Der Regelbautyp 108b. 108 ist MG-Schartenstand mit MG-Kasematte dran. Ausführung B ist halt eben mit Flankierungsanlage und halt eben, also Ausführung A müsst ihr euch so vorstellen, dann ist oben drauf nochmal eine kleine Panzerglocke zur Beobachtung da. Hier in dem Falle bei der B-Ausführung war es dann ein Panzerrundseerohr, aber das wurde dort niemals eingebaut. Der Bunker hatte ja eigentlich eine Besatzung für 12 Mann. In diesem Fall aber bei dem hier waren es halt eben nur 13 Mann. Okay. Dann wollen wir mal reingehen. Gehen wir mal rein, Hoffen ne? wir nicht, dass wir durch die flankierende Anlage abgeschossen werden. So, flankierende Anlage bedeutet, müsstet ihr allerdings eigentlich auch schon wissen, die Anlage hat natürlich immer eine Eingangsverteidigung. Mehrere. Ja, genau. Aber die ist natürlich hier für jeden auch nicht geübten Beobachter sehr stark sichtbar, weil man hier die Treppenscharte sehr stark ausgebildet hat und da vorne ist das Schartenloch. Aber Die auch Schartenöffnung. Schartenöffnung. Die Schartenöffnung mit der 422P01 mit lafettierten MG34. Hier haben wir, wie schon gesagt, noch die originale Bunkernummer noch stehen. Hier dran ist auch noch wichtig zu sagen, Ja. das ist das Handgranatenauswurfsrohr. Oh, das müssen wir uns von der anderen Seite gleich noch angucken. Nee, von der anderen Seite gibt es das nicht. Das ist das Rohr, was hochgeht zum Flettner. Erklär mal. Pass auf. Das Ofenrohr und das Ofenrohr, man würde ja meinen, das geht ja dann so hoch. Aber Ja. das geht dann so drauf und hier runter, also wenn jetzt oben was, wo der Flettner drauf ist, schmeißt du rein, kommt dann hier unten durch die Klappe, kommt dann wieder Verstehe. raus. Ach, interessant. Die Klappe ist, wie schon gesagt, auch original. Verstanden.
Bedeutet, es ist nicht so, dass wie bei der Maginot-Linie jemand im Kampfraum Granaten rauswerfen kann, um jemanden zu töten, sondern das ist quasi, damit das Ding nicht in das Gebäude geht. Damit das Ding nicht ins Gebäude geht. Obwohl der Ofen, der WT80, der ist zwar gassicher und drucksicher, aber... Eine Granate müsste ja jetzt trotzdem nicht unbedingt aushalten müssen. Nee. Okay. Hier haben wir die Gittertür als erste Hürde praktisch gesehen. Wenn du jetzt mal, kommen wir was näher. Jetzt hier schon reinguckst, siehst du schon die Eingangsverteidigung, die 48P8. Die hat eine Stärke von, was war es, 40 mm, glaube ich. Wenn ich das alles im Kopf behalten würde, dann, ich glaube, da könnte ich mich einweisen. Wenn ich jetzt die genaue Bezeichnung nenne, dann... Dies ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, aber... Ich stell mir die ganze Zeit die Frage, warum nicht eine Panzertür? Zur Luftzirkulierung. Wie schon gesagt, die ganze Luft, die zirkuliert da drin wird, geht von der Gasschleuse wieder hier in den Vorraum. Und vor allen Dingen hast du halt eben direkt hier vorne an die Entgiftungsnische mit dem Schrank für die gasverseuchten Kleider. Und wenn du da halt eben hier noch eine Panzertür drin hast, bleibt der Mief halt eben da ganz drin. Ja. Und last but not least, man hat natürlich innen auch noch eine innenliegende Schattenplatte und damit konnte man, weil die Tür ja offen ist, dann auch den Eingangsbereich verteidigen. Und der liebe Lars öffnet für uns jetzt die Hauseingangstür, hätte ich jetzt fast so gesagt. Lars, wir können doch nicht reingehen, ohne die Nischen zu erklären. Ja. Schon gesagt, hier haben wir halt eben verschiedene Nischen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Feldtelefon drin. Wenn der liebe Jörg jetzt mal was näher kommen würde, sieht er hier, ist halt eben der Anschluss für das Telefon. Hier dran. Und hier unten eine Universalnische. Das sind halt eben Universalnischen, richtig. Und Leute, schaut mal hier, also da ist wirklich massiv. Kommt man nicht mal einfach so rein. Ich versuche mich mal gut zu positionieren. So, wir befinden uns jetzt praktisch gesehen, das hier ist jetzt die Entgiftungsnische mit dem Schrank für die gasverseuchten Kleider. Da kommen die Sachen halt eben rein und dann praktisch sind bei Gasalarm musste sich Teni, der von draußen reinkam, musste er bis nach hier hinkommen und er musste sich komplett bis auf alles, also alles musste ausziehen, bis auf Unterhose, musste hier rein, konnte dann erst hier hinter Jörg jetzt gerade in die verschlossene Panzertür. Die Panzertür, die blenden wir natürlich jetzt gerade mal hier oben mal ein. Und ansonsten gibt es eigentlich hier zu dem Vorraum gibt's ja Die Skischarte könntest du noch mal ganz kurz erklären. Ja, wie schon gesagt, das ist die 48P8. Die blenden wir jetzt natürlich hier oben auch wieder mal ein. Und das wäre halt eben jetzt schon mal die erste Hürde gewesen, bevor du jetzt hier halt überhaupt reinkommst. Plus, hier drin ist auch noch mal eine drin. Würde ich sagen. Ja, zeigen wir noch mal kurz den Blick nach draußen. Würde ich mal sagen, ich halte jetzt mal die Kamera und der Jörg kann jetzt mal aufmachen. Ja, hier. So, ich habe das ja noch nie gemacht, aber wir sind ja in Deutschland, wir haben ein metrisches System, von daher war es relativ einfach. Und, oh, guck mal hier, da sehen wir die Scharte. Ja, ist offen. Ah, die ist offen. Oh ja, überlegt mal Leute, das ist 80 Jahre her oder 90 sogar. Und es lässt sich einfach noch so leicht bedienen und wieder verschließen. Hier ein riesiger Hebel. Das ist halt alles original. Willst du wieder nehmen? Ja, kleiner Blick, ich gehe mal durch. Perfekt, Leute, Dankeschön. So, und ihr müsst euch vorstellen, das war alles damals gassicher. Das waren sogenannte Gasdrucktüren. Und jetzt befinden wir uns in der Gasschleuse. Genau, korrekt? wir befinden uns jetzt hier in der Gasschleuse. Hier oben haben wir zum Beispiel jetzt den Sperrschieber für das Ofenrohr. Das ist praktisch das Ofenrohr, das geht jetzt raus und trifft dann so auf das Rohr, wo der Flettner oben drauf ist. Wie schon gesagt, es gibt hier eine Gasschleuse in Ordnung. Maßnahmen bei Luftverhalten bei Fliegeralarm. Der 108er sowie viele andere NG-Kasematten, das werdet ihr aber heute im Verlauf des Videos natürlich noch sehen, hatte einen eigenen Brunnen gehabt mit einer... Und der funktioniert noch, ne? Das funktioniert natürlich noch, nur ich weiß nicht, ob gerade unten im Brunnen Wasser drin ist. Wie gesagt, hier kommt halt, wie schon gesagt, die Luft wiederum raus. Geht von der Gasschleuse, geht dann hier über das Überdruckventil. Das ploppt dann bei 2 Bar Überdruck, ploppt das dann auf und das geht dann raus in den Vorraum wieder. So viel zur Belüftung jetzt erklärt. Und überall noch Originalbeschriftung, ne? Ja. So.
Halt mal. Ich versuche mal wieder mich an diesen Türen, Leute. Oh. Kommt mal mit. Oh mein Gott. Hammer. So, aber ich will euch noch gar nicht so viel Einblick geben, weil wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie man die Tür von innen verschließt. Das hat der Lars jetzt gemacht. Und tatsächlich, wir waren ja gerade schon mal hier drin. Ja. Und ich fühle mich direkt richtig sicher. Also, ne, wir haben ja einige Bauwerke im Hüttgenwald uns schon angeschaut. Da habe ich mich nicht sicher gefühlt, weil die Türen einfach nicht da drin waren. Und jetzt, welche Wandstärke haben wir? Wir haben hier 2 Meter Wand- und Deckenstärke. Überlegt mal, Leute, also über uns und links und rechts neben uns 2 Meter Wand und die Ich Skischarte. habe ja auch keinen Empfang. Ja, Nichts. und wir sind ja nicht weit drin, ne? Und die Skischarte, die wir gerade gesehen haben, 20 Zentimeter oder 200 Millimeter in dem Fall, sagt man ja. Ich fühle mich hier absolut sicher. Die 48, glaube ich, 40. Nee, vorne die. Die große. Mit der Kugel. Genau, Ja, genau. Genau, ja, dann erklär mal ein bisschen, was wir hier Ja, sehen. wir befinden uns jetzt hier im Bereitschaftsraum. Hier drin sind 12 Betten verbaut, angebracht. Hier siehst du jetzt das Ofenrohr. Hier ist natürlich Der ist sogar noch da. der Ofen. Das ist der WT80. Der hat hier oben natürlich für den Lanza sein Essgeschirr, hat hier oben eine Kochplatte drauf. Das heißt, da konntest du sein Essen warm oder Essen Kochen sogar, ne? kochen. Halt. Aber nur für 5 Personen sehe ich gerade, ne? Ja, wurde schon immer gewechselt. Ja. Wie schon gesagt, der Ofen, der kann noch voll und ganz halt hier noch bedient werden. Der ist komplett gassicher, Der ist ne? komplett gas- und drucksicher von der Firma Haas. Hier steht ja auch drauf, WT80. WT80, Leute. Ja, merkt man über das Heizen in den Öfen, das war dann natürlich überall angebracht. Das geht schon. Ich brauchte nur CO2-Gefahr. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil er ist ja ein farb- und geruchloses Gas. Aha, interessant. Wie gesagt, hier machst du das Licht an. Ungefähr, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Originalen sind, aber eigentlich sehen die genauso aus. Wie gesagt, hier natürlich 12 Betten. Wir haben hier verschiedene Betten. Wir haben einmal hier mit, sieht man ja, Draht, Geflecht. Am bequemsten kann man eigentlich am besten hier auf den Drahtgeflecht liegen, weil wenn du jetzt so wie auf denen da liegst, Handgeknüpft. handgeknüpft, da stehst du morgens früh nicht mehr so gut von aus. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass diese Bettmechanik aus der Marine kommt. Man hat die wohl übernommen. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Das ist ein Franzose erzählt Aber- an der Batterie Todd. Jörg steht jetzt davor, wenn er sich jetzt einmal bitte wenden würde. Steht halt eben vor dem Lüfter. Der hat aber einen dünneren Filter oder weniger Filter als der da vorne, ne? Ja, richtig. Wie schon gesagt, das Typenschild ist hier leider. Hier am Hallbergstellung, das ist zumindest das Einzige, wo ich es jemals gesehen habe, funktioniert noch. hast du bei jedem Lüfter, steht praktisch hier drüber die Nummer und die Anzahl. Das hier ist zum Beispiel jetzt der erste Lüfter. Haben wir hier oben den VW-Vorfilter. Da wird die Luft praktisch nochmal vorgefiltert und datiert mit 1939, auch mit WAA-Nummer. Nimm mal ruhig. WAA bedeutet? Das ist das hast du auch auf jeder Hülse. Wie schon gesagt, VW 1.2 kannst du hier halt eben arrestieren, schließen, öffnen und so weiter und so fort. Sehr gut. So, und jetzt, hinter dem Jörg befindet sich der Vorratsraum. Den müssen wir aber jetzt nicht weiter eingehen. Nee? Nee. Wie schon gesagt, der hat eine schmalere Tür, die blenden wir natürlich jetzt hier oben auch mal wieder mal ein. Ja. Und was ist hier aber nochmal Belüftung? Nochmal die Belüftung, genau, aus dem Vorratsraum in den Bereitschaftsraum. Da würde ich mal sagen, Jörg, du kannst auch mal erstmal Probe liegen, um den Leuten mal zu zeigen, Ja. Das mache ich sehr wie gerne. das hier ist. Ich bin nämlich auch ein bisschen müde, Leute. Wie gesagt, der steht morgen früh definitiv natürlich nicht mehr auf. Es fühlt sich wirklich angenehm an, Der bleibt Leute. jetzt hier liegen, wir brauchen kein Hotel, wir schlafen Ich heute glaube, ich habe Abend nur hier im 6 Stunden geschlafen, also von daher, weck mich bitte, wenn du fertig bist mit Drehen. Also so auf den ersten Blick gemütlicher als in meiner Zagen. Aber die Frage ist halt, 8 Stunden in diesem Bett oder wie lange hatte man Dienst? Wie lange durfte man liegen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber hier, nette, attraktive Mädels von der damaligen Zeit. Ich glaube, das können wir jetzt nicht Nee, zeigen. kann man nicht zeigen. Oh. Boah. Ich habe irgendwie Angst,
das hat mich nicht geholt. Also vor allem, wenn da 3 vor mir drin liegen, ne? So, hier von außen sehen wir jetzt natürlich die komplette 48 P8. Genau, die kennen wir natürlich. Mit dem Schieberverschluss, die ist jetzt hier praktisch gesehen, die sind hier die Feststellschrauben. Gewehrscharte. Du kannst jetzt aufhören, kannst jetzt mal ausgucken. Ja, da hat man dann rausgewirkt. Ne? Bei Gasgefahr Scharte zum Schießen öffnen. Nur zum Schießen öffnen. Ach, nur zum Schießen öffnen. Dein Arm war Bei offener Tür oder Scharte natürlich kein Licht. Ja, dann kommen wir hier zum anderen Teil. Der Festungsfernsprecher, wie schon gesagt, Fernsprecher, Feind hört mit. Hier direkt daneben ist jetzt ein Bild von der Aalbergstellung. Wir sind jetzt hier am 316. Sind hier also noch mehr von diesen? Natürlich, aber nur noch die hier sind nur noch da. Aha. Der Rest ist alles gesprengt und beziehungsweise übererdet. Wie schon gesagt, wenn du jetzt hier hast, kannst dich zum Beispiel jetzt verbinden lassen. Gehst jetzt, wollen wir jetzt hier einmal zu Bunker 315. Dann läutest du mal kurz an. Dann kommt dann hier Bunker 315, was gibt's? Und wenn du halt eben das Gespräch beendet hast, dann machst du halt eben 3-mal ab. Und Moment. Ja, ich glaube, das ist für dich. Und Lars, woher wusste man, welchen man anruft von diesen Bunkern? Das konnte hier unten dann eingesteckt werden. Ah, okay. Deswegen haben wir die ja da. Also je nachdem, welche Steckverbindung man genutzt hat und in welcher Kombination, hat man dann unterschiedliche Bunker dann halt adressiert. Richtig, ne? richtig. Und auch hier wasserdicht. Ne? Also die können theoretisch auch außen installiert werden. Ne? Wie bitte? Also hier haben wir eine Gummidichtung. Ne? Ja. Sehr gut. Und dann nochmal Starkstromanschluss. Ne? Nee, das ist alles Telekommunikation. Ist alles Telekommunikation. Das ist jetzt alles Telekommunikation. Wow. Da liefen einige Da haben wir hier Kabel zusammen. Sprachrohre, auch natürlich mit den Aufsätzen. Wow. Achtung, Achtung. Einer davon, der eine geht davon In den einen Kampfraum geht in den wahrscheinlich. einen Kampfraum und der andere geht in den anderen Kampfraum. Okay. Ja, hier hier haben wir halt drei. eben zur normalen Bunkerausstattung, Lebensmittelkisten. Das ist wirklich mit Liebe zum Detail ausgearbeitet, Leute. Schaut mal hier, das sind irgendwelche Bodenfunde von Zahnpasta oder so. Pinchen, um sich die Zeit zu vertreiben, ne? Ja, und Propaganda von damals, ne? Sieht auf dein Opfer, der Frontsoldat. Arbeite du für den Sieg, so wie wir kämpfen. Schweige, du bringst mich in Gefahr. Vaterland ist in Gefahr. Durch Arbeit und Sieg. Zum Frieden. Ja. Hier haben wir auch noch eine andere Version von dem Überdruckventil. Das ist einmal hier das Drehventil. Ist das normal gewesen, dass immer unterschiedlich eingebaut wurden? Oder? Kommt halt eben, wie schon gesagt, auf den Festungspinen hier stand drauf an. Ah, okay. Total leichtgängig noch. Da ist ein bisschen was offen, so ein Stück mehr drin. Ja. Wir sind ja gasdicht gerade abgesperrt. Und davon hast du ja doch noch schon häufiger erzählt, ne? Ja, wie schon gesagt, das ist Holz. Du siehst ja, wo haben wir das? Hier kannst du, wie schon gesagt, die Stromleitung dran aufgehangen zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Hier bei dem Bunker haben wir jetzt zum Beispiel auch, was nicht bei jedem Regelbau hast, ist die Holzverschalung. Das sollte normalerweise standardmäßig sein bei jedem Regelbau, der praktisch über 100 ist. Verstehe. Und ich würde sagen, eigentlich ist der Bereitschaftsraum so gut wie erklärt. Ne? Würde ich mal sagen, kommt mal mit, gehen wir mal in die flankierende Oh Anlage. ja, gab es auch ein bisschen Vitaminbier. Gasschutztür 19P7, kann sich kein Schwein merken. No. Hier seht ihr direkt natürlich Jörg sein liebstes Schätzchen, MG34. Das hier ist jetzt die Stahlschartenplatte 422 P01. Die kennen wir ja auch schon aus Richtig, dem wir kennen öfters hier die Fundamente davon. Wie schon gesagt, hier seht ihr Harald. Harald die Bunkerspinne. Und ja, hier ist alles halt komplett mit Schieber, mit Seeschlitz. Wenn ihr jetzt mal hier mal rausguckt, seht ihr halt, das ist halt eben, wir haben ja halt eben keine Optik und stattdessen wurde dann ganz einfach ein Seeschlitz eingebaut. Die machen wir jetzt mal auf. Zack.
Dann bringen wir jetzt praktisch gesehen das 34er mal in die Feuerstellung. Du kannst dann ganz einfach deinen Wirkbereich, ne? Hof praktisch verteidigen. Und hier sehen wir nochmal ganz klar, wir haben ja im ersten Teil auch gesehen, es gab Bunker, die hatten quasi gar kein Schussfeld. Ne? Und da dachte ich, das wäre irgendwie ein Fehler oder der Bunker ist abgesackt. Es gibt ja auch Gerüchte am Bulat, dass die Bunker absacken. Oh, neue Aufnahme. Es gibt ja auch Gerüchte am Bulat, dass die Bunker abgesackt sind, aber hier seht ihr, das war tatsächlich Standard und man hatte kein weites Schussfeld. Also auf jeden Fall interessant, Lars, dass dieses MG34, und das ist ja für Schnellfeuer gedacht, dass das quasi nur auf so eine kurze Distanz gewirkt hat. Ne? Also ich dachte eigentlich, dass man... Hör mal, wenn du jetzt 20 Amis hier drauf anstürmst, dann will ich mal sehen, wie schnell du mit deinem Karabiner hier durch. Ja, kling, ja, da brauchst du schon sowas. Ja, wenn du hier dann ganz einfach einmal durchdrücken. Das 34er hat ja, sehen wir gleich bei dem anderen, das ist jetzt halt ein schlechter Nachbau. Ja. Hat halt einmal für Schnellfeuer und einmal für Einzelfeuer. Einzelstoß, ne? Ja, richtig. Verstehe. Wir bringen das Ganze jetzt mal hier wieder raus. Hier wieder zu. Wie viel wiegt die ungefähr? 60? Oh, der Kalottverschluss von der anderen Schattenplatte, der wiegt 80. Und der wiegt vielleicht 40. Ich zeige dir nochmal das Detail, weil wir haben ja schon häufig genau diesen Kampfraum eingeblendet. Ne? Richtig. Das war der Kampfraum, ich sehe das gerade. Und dann nehmen wir uns jetzt auch mal die Zeit, euch zu zeigen, wie das alles so funktioniert. Hier, wie gesagt, der Seeschlitz und hier die Schachtenplatte. Und es ist also alles original, ne? Bis auf das MG34. Ja, ne? bis auf das MG34 ist alles original. Aber sonst... Schön gesagt, steht ja hier alles mit zum Nachlesen. Ach so, ja. 340 Kilo. Aber die ganze Schartenplatte, ne? Ja, die ganze Schattenplatte. Genau. Bei Gasgefahr Scharte nur zum Öffnen. Und hier seht ihr auch, da ist wieder ein Haken dran. Vielleicht hat man damals seine Jacke aufgehangen oder, ne? Richtig. Der Notausgang. Genau, wir gehen jetzt zum nächsten Teil. Wenn der Jörg mal hier drauf filmen würde, bitte. Macht er. Was ist das? Das hier? ist jetzt der Aufbau von einem normalen Notausgang. Du hast die Tür, du hast dann die Träger und danach hast du Mauerwerk und der Rest ist dann halt eben Kies. In welche Richtung konnte man die Träger rausziehen? Nur zu sich oder wenn der Angreifer quasi von der anderen Seite gekommen ist? Du kannst aufgrund dessen, dass hier halt eben nur du die nenne ich das jetzt? Ich komme nicht auf Trägerplatten? Nee, hier wo du. Notausgang? Aufnahme. Hier. Ach so, Griffe. Genau, mit den Griffe. Ah, du musst das hochheben und dann konntest du das entkeilen. Und das ging aber nur. Ach, guck mal, oben ist ein kleiner Schlitz da. Richtig. Da konntest du es rausholen. Richtig. Und das ging halt von der anderen Seite wahrscheinlich nur schwer. Richtig. Und du kannst dich ja gar nicht graben von der anderen Seite. Das kannst du ja nur machen, indem du das Kies quasi, weil da hinten ist ja Kies, ne? Ja, das Kies, dann kommt noch eigentlich noch ein Mauerwerk, was hier jetzt aber nicht ist. Und das kriegst du von außen ja gar nicht aufgegraben. Das geht ja gar nicht. Grundsätzlich eigentlich, wenn du jetzt mal das Licht mal ausmachst, der Marc hat sich hier die Arbeit gemacht, hat sich das Ding eigentlich beleuchtet. Das ist ja super. Wieder mal ein großes Lob an Marc, dass er hier alles wieder mal in Stand hält. Ja, für uns und für die Nachwelt, damit man auch weiß, weil so viele von diesen Bauwerken gibt es gar nicht mehr, ne? Die wurden alle geschliffen. Ja, doch, es gibt schon durchaus noch von den 108ern gibt es schon noch einige, aber halt eben nicht mehr in dem Zustand, wie wir es jetzt hier haben. Also das ist schon bemerkenswert, was wir hier vorfinden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt durch den Bereitschaftsraum. Türe bitte wieder schließen. Schwierig mit 0 Händen. Das macht der Lars sicherlich für uns. Und wir haben ja schon mal Westbauwerke gezeigt, meine Freunde. Und da war ja auch so eine Tür drin, ne? Genau, da war auch so eine, das ist eine Schiebetür. Die blenden wir natürlich jetzt hier oben auch wieder mal ein. Die hat jetzt hier, ob das jetzt original ist, das bezweifle ich, die hat hier einen aufgemalten roten Kreis. Der rote Kreis symbolisiert praktisch gesehen, dass diese Tür auch, jetzt bei Nicht-Kampfhandlungen, auch bei Friedenszeiten, muss diese Tür geschlossen sein. Ach, das ist auch eine komplett neue Information. Also wir hatten eigentlich abgemacht, dass ich diese Türen alle öffne. Dass ich diese Türen alle öffne, aber er hat mir das nicht zugetraut.
Kopf dran stoßen. Ne? Schon gesagt. Machen wir so, wir befinden uns jetzt im Flur. Da ist zum Beispiel jetzt der erste Kampfraum, das ist die MG-Kasematte. Hinten kommen wir zum zweiten Kampfraum. Auf der linken Seite haben wir den Munitionsraum und hier haben wir eigentlich den Beobachtungsraum. Der wurde aber nicht zum Beobachten genutzt, da war es auch keine Vorrichtung. Wir haben jetzt hier noch zur Anschauung haben wir hier noch das Seerohr. Und die Panzerrohre von außen, ne? Genau, wo dann das Seerohr dann befestigt war. Wie schon gesagt, das hier war der Raum für den 13. Mann, der Kommandant. Vom ganzen Hallberg, von der ganzen Hallbergstellung. Das bedeutet, das ist der Kommandantenbunker? In dem Sinne ja, ist zwar auf der Karte das nicht so als dieser eingetragen, aber ja, dann haben wir hier natürlich die Gewehrständer mit dem Karabiner 98, der jetzt hier aber zu ist. Das war die Standardbewaffnung, ne? Standardbewaffnung Lanzers. Lanzers, richtig. Und ja, davon waren in einem Waffenständer 4 Stück drin. Wir haben hier insgesamt 3 Waffenständer. Oben dann halt eben mit den Gasmaskendosen drin. Und dann kommen wir halt eben jetzt vom Flur aus, kommen wir halt eben auf direktem Wege zum Munitionsraum. Hatte das einen Grund, bevor wir einmal auf den Munitionsraum gehen, dass die Karabiner hier bei dem Kommandanten waren und nicht vorne bei der Gruppe? Weiß man das so wirklich? Wir haben beim 10er im Liebesbauprogramm haben wir ja eine Gasschleuse drin gehabt. Und hier ist es halt eben am sinnvollsten, weil es halt im Flur ist zu den jeweiligen Kampfräumen und da kommst du eben schnell dran. Ah, okay, verstehe. Danke. Ja, das ist jetzt der Munitionsraum. Sicherlich auch einer der spannendsten Räume für das Publikum. Rechte Seite haben wir ganz viele Munitionskisten, ne? Dann die Standard-Wurfgranate, Stabgranate oder wie heißt die? Hä? Wie heißt die nochmal? Stielhandgranate. 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 Und verschiedene Hülsen zur Anschauung. Und hier Erinnerungen aus dem Maginot-Bauwerk 1940. Könnte 4 cm sein oder 7,5. Schwierig zu sagen. Aber das hier auf jeden Fall die 8er, ne? Ja, 8,8. Genau. Hier haben wir dann halt eben noch eine Handgranate 39. Jetzt haben wir langsam. Ja, Deutsch, ne? Ja, Deutsch. Dann haben wir was Amerikanisches hier liegen, ne? Ja, das. Die Ananas oder? Ja, das ist das doch nicht. Lass den Stift bitte drin. Und das ist hier, die wurde abgeschossen, ne? Führungsring ist Richtig, eingeschnitten. Führungsring ist eingeschnitten. Hier haben wir eine Kaliber 50. Wow. Auch schon abgeschossen. Und was ist das hier für ein Projektil? Weiß man das? Also das hier auf jeden Fall Wuchtgeschoss, ne? Das ist 2 cm. Uiuiui. Schon gesagt, was mir auch eben nicht aufgefallen ist, was wir hier haben. Auch wieder ein Bio. Ja, das möchte man nicht zwischen seinen Rippen haben, ne? Das ist sowieso krass. Also der Artillerist, der verschießt ja hier so Artilleriemunition. Und wenn er dann irgendwann mal sein Nahkampfmesser zücken muss, weiß ich nicht, ob er damit so direkt klarkommt, oder? Ja, das ist schwierig. Halt, stopp, du rennst schon wieder an allem dran vorbei. Halt, stopp! Hier haben wir die Starkstromnische. Jörg liebt ja seine Nische. Leute, ich dachte damals, das wäre Toilette oder ein Handwaschbecken. Ich habe auch damals immer gedacht, das wäre eine Toilette. Ja, würde ja irgendwie auch optisch Würde passen. auch passen, aber es ist halt eben die Nische. Damit man da nicht gegenläuft, ne? Ist die Einbuchtung. Und das ist der Hauptschalter, ne? Ja. So, dann begeben wir uns jetzt einfach mal in die MG-Kasematte. Ich schwenke noch einmal hier über den Werkzeugständer. Genau, der Werkzeugständer ist halt eben bunkereigenes Werkzeug drin. Das war auch Standard, ne? Das war Standard, richtig. Okay. Müsste in jedem Bunker sein. Ja, man muss ja auch Bäume fällen etc., ne? Richtig, Im Zweifel für die Schusslinie. richtig. Sehr gut. Okay, das ist das Belüftungsrohr halt. Das geht halt eben zu den verschiedenen Räumen. Dankeschön. Und hier haben wir halt eben die wunderschöne Doppeltür 17P7. Falls unten Schutt oder so vorliegt, dass man halt auch oben rausgehen könnte, ne? Ich denke. Jawohl. Wie schon gesagt, hier auch mit. Ja. Ne? Das bedeutet, man verteidigt dann... Falls wenn der Kampfraum aufgesprengt worden kann, kannst du von hier aus immer noch verteidigen. Überleg mal, was das für ein
ein Adrenalin Und sein vor muss. allen Dingen, du kannst hier Ja. abschließen. Oh ja, draußen konnte man nicht abschießen, ne? Nee. Schon gesagt, wir gehen jetzt mal rein. Wie du siehst, doppelflügig, ne? Kannst du unten mitmachen. Und vor allem, schau mal, wenn man den gesprengt hätte hier mit einer, keine Ahnung, Panzerabwehrkanone oder mit einem Panzergeschoss, dann wäre man hier zwar reingekommen, aber die Tür ist hier. Bedeutet, man müsste hier nochmal durch die extra dicke Mauer Da ist kommen. noch nichts. Ja. Das ist 2 Meter Rand jetzt hier. Ja, das sag ich ja. Deswegen, also hat man strategisch richtig gebaut. Im Zweifel hätte man die vielleicht noch wegbekommen, aber dann hätte man hier einfach, ne, also den Winkel zu treffen, schwierig. Ja, Okay. und was wir jetzt hier haben, ist die Schaltenplatte 78 P9, Stärke 200 mm mit Kugelkopf-Kalottverschluss. Der hier wiegt allein schon nur 80 Kilo. Und halt eben die Schaltenlafette 34. Aufgrund der Temperatur momentan konnten wir leider die Optik nicht draufbauen, aber ist ja nicht so schlimm. Muss halt jemand das Beste draus machen, ne? Absolut, absolut. Aber alleine schon, dass wir hier einen MG34 auf Lafette sehen, das ist schon absolut bemerkenswert. Und Lars, zeig uns doch mal, wie das funktioniert. Sehr gerne. Mach die Waffe mal schussfähig, schussbereit. Sieht sehr einfach aus, oder? Das zu bewegen. Und Leute, schaut mal, wir haben bestes Wetter mal wieder. Immer wenn ich mit Lars unterwegs bin. Und hier sehen wir nochmal Das Schussfeld, das Schussfeld. Ne? Also perfekt die Straße runter. Ihr seht, dass hier vorne links und rechts Erhebungen sind und unten hat man die perfekte Schussbahn Richtung Straße runter. So, Lars macht die Waffe gerade schussbereit. Und das sind wenige Angriffe, ne? Muss ja schon. Ja. Und es muss ja auch einfach sein, damit man in der Stresssituation gut damit umgehen kann. Und hier? Da waren dann 2 Optiken drin. Ja. Was das jetzt genau ist, müsste ich jetzt ja auch selber wahrscheinlich nachlesen. Vielleicht kriegen, Steht wir ja wahrscheinlich Fotos, auch gar nicht drin. vielleicht kriegen wir ja Fotos von ihm, dass wir die einblenden können. Oder vielleicht hat er sogar Fotos, wie die eingebaut sind. Ja, wenn nicht, dann nicht. Das ist jetzt Ja. auch nicht so tragisch. Wie schon gesagt, so konntest du halt eben einfach so schwenken. Das war gar kein Problem. Halt eben so konntest du halt eben. Geh mal ein bisschen zur Seite. Ich mach das mal. Boah, das ist aber wirklich sehr einfach noch. Oh, hat auch einen sehr hohen Schwenk- und Neigungsbereich. Ja, und ansonsten, wenn du halt eben darauf verzichten wolltest, konntest du halt eben hier so machen. Dann konntest du halt eben so ganz einfach. Normalerweise, wie schon gesagt, normalerweise hast du dann hier dieses Zielfernrohr und kannst dann halt eben so, kannst dann. Als ich auf dem Panzer stand in Bettendorf, da hatte das Kaliber 50 hatte also das war in der Front schwerer und ist immer nach vorne gefallen und ein User hat mir geschrieben, das war deswegen, wenn der Schütze oben getroffen wurde, hatte sein Finger aber noch am Abzug, dass das MG immer nach vorne gefallen ist, damit es nicht irgendwie durch die Gegend schießt. Kann das sein? Alles kann, nichts muss, ne? Und wissen wir hier, warum ist hier 2? Ja, das ist das, was ich eben meinte. Hier unten hast du einmal für Dauerfeuer, nur machst du für Einzelschuss. Verstehe. Ich denke mal, wir lassen jetzt auch, beziehungsweise ich mache jetzt gleich noch mal kurz für, um den Lüfter zu demonstrieren. Ja. Hole ich das Ding noch mal runter. Warte, ich mache das mal von der anderen Seite. Zeig das mal. Genau. Bauen wir gleich mal ein bisschen. Mach mal von außen auch vor allen Dingen gleich mal mit dem MG34 drin, weißt du, dass du das siehst. Soll ich hinten rausgehen? Nee, mach mal gleich alles schön in Ruhe. Schon gesagt, hier unten hast du halt eben auch. Normalerweise ist dann hier halt eben auch drauf, dass du praktisch per Beobachter per Planquadrat schießen kannst. Ich glaube, das ist hier genau hier. Das bedeutet, man hat vorher sich Wegmarken gesetzt. Und dann konntest du per Planquadrat blind schießen. Verstehe. So, wir holen jetzt das Ganze. Aber das setzt voraus, dass dir draußen jemand die Planquadrate durchgibt, oder? Richtig, ein Beobachter. Und schon gesagt, an Munition mangelt es uns natürlich auch nicht. Aber der Gurt ist ja schnell Verfeuert, ne? Ja.
der hat halt hier unten normalerweise einen Gurtsack, einen Patronenhülsensack drin. Was denkst du, wofür ist wohl die Stufe hier? Wenn du hier wirklich mit einer Kadenz von 800 Schuss die Minute feuerst, dann ist das Ding hier irgendwann voll. Dann ist das Ding hier irgendwann voll. Hier ist eine leichte Absteckung drin, das heißt, die Patronen, die halt eben, wenn der Sack voll ist, und du kannst dir dann zum Franzosen sagen, stopp, ich muss kurz meinen Sack entleeren. Ne? Und die fallen halt eben dann ganz einfach hier runter, weil vor allen Dingen, wenn du jetzt hier Patronenhülsen hast, was meinst du, wie du dann ausrutschst? Oh ja, absolut. Und natürlich, was wir hier haben, ist natürlich der Gurtfüllertisch. Ich muss mal eine Sache ausprobieren. Das interessiert mich jetzt brennend. Ob wir hier nicht. Eine Neigung haben wir nicht. Eine Neigung haben wir nicht. Doch, normalerweise schon. Wenn du jetzt hier. Ach, normalerweise sollte da mal eine Neigung halt eben, wie schon gesagt, drin sein. Ist ja auch Wenn da jetzt keine drin ist, dann ist das halt eben so. Wie schon gesagt, hier haben wir halt die Gurte. So, Gurtfüller? Ja, das ist genau, das ist der Gurtfüllertisch. Hier mit einem Gurtfüller, das ist aber einer von der Bundeswehr. Und Würstchen. Richtig. Lars zeigt uns jetzt einmal, wie man den Gurtfüllertisch benutzt. Oder den Gurtfüller selbst. Das ist relativ einfach, ne? Man macht oben die Munition rein und dreht. Ich glaube, das war eine tolle Arbeitserleichterung, oder? Wenn du Bock hast. Wie gesagt, haben wir jetzt hier. Ich glaube, da hat jeder Mann damals von geträumt, mal so ein Ding um den Hals zu haben, wie so ein Rambo, ne? Habe ich schon gehabt. Ja, aber ich glaube, in der Realität ist das nicht so geil. Jetzt tun wir die Ultim wieder rein. Natürlich. Das ist jetzt hier aber auch NATO-Kaliber. Ja, und die Kadenz von so einem MG34, glaube ich, 1300, 1400, 1000. Nee, das ist MG42. Ja? Ja, 34 hat, glaube ich, 800 Schuss die Minute. 800 Schuss. Ja, dann hast du so dann hast du so einen Gurt mal in ein paar Sekunden durchgeschossen, ne? Natürlich. Deswegen haben wir ja so viele. Das Museum ist halt eben mit sehr viel Liebe gemacht. Ja, man merkt es auch. Das merkt man auch. Lass baut das Ding wieder ab. Das ist immer so eine Sache, die ist bockig. Jetzt. Oder man macht den. Und ihr hört, es ist auf jeden Fall ein Dämpfer mit eingebaut, damit man das ganze Gewicht nicht auf dem Arm hat. Und alles gasdicht. Aber trotzdem, Leute, stellt euch mal vor. So, und jetzt? So eine 7,6 vom Sherman knallt hier gegen, das wird laut, oder? Das wird laut. Und jetzt hat der Jörg eine andere Aufgabe. Der Jörg hat jetzt hier die wundervolle Aufgabe, das mal hier die Luft zu zirkulieren. Genau. Wie gesagt, wir haben hier ein HES 1.2. Sieht man hier alles schön noch original. Auch hier WAA-Nummer und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen. Das ist ja das Wichtigste natürlich, dass wir erstmal schauen, ob der Vorfilter offen ist. Der Vorfilter ist offen. Der Vorfilter ist offen. Wenn das Ding da draußen ist, ist das Ding offen. Alles klar, Dankeschön. Okay, dann müssen wir einfach nur mal gucken, dass der Mitnehmer eingerastet ist. Und dann, ich bin ja ein bisschen was älter als der Lars, fängt man langsam an, das mechanische Werk in Gang zu setzen, damit man sich nicht sofort auspowert. Und irgendwann ist der Mitnehmer am Mitnehmen, also am Mitdrehen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, als wenn man... Du musst so viel machen, dass du einen Druck auf den Ohren spürst. Auf der Vorhaut? Auf den Ohren. So. Ja, wegen des Überdrucks, ne? Richtig. Komm weiter.
kennst mich. So Leute, also mir ist jetzt nicht mehr kalt, mir ist jetzt auf jeden Fall warm. Aber ob das für Überdruck gereicht hat, glaube ich nicht. Doch, hat schon. Wie schon gesagt, wir sind ja nicht komplett Gas, So. weil die Optiken ja drin fehlen. Ne? Stimmt. Unglaublich. Also das ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Und man hat ja den Lüfter benutzt, um das Bauwerk auf Überdruck zu bringen, ne? Richtig. Das bedeutet, dass das Gas oder die Dämpfe dann halt draußen bleiben. Von Munition und Co. So. Dann. Es gibt einen Trick, Leute, damit man nicht beide aufmacht, macht man den unteren auf. Dankeschön. Und Lars ist wirklich gut erzogen. Macht die Dinger auch wieder zu. Warum hat man keinen MG 43 genommen? 42. Wahrscheinlich, weil es 39er war, ne? Zeitpunkt nicht keins gab. Genau. Und die Bauwerke waren ja sowieso meistens nicht, also man hat ja die Bewaffnung und Co. rausgeholt, ne? Und dann die Front rausgebracht. Oh, hier ist ja auch nochmal MG 34, aber eine ganz andere Lafette. Richtig. Und schau mal, wie groß die Schadenplatte ist, ne? Die ist ja Das ist jetzt die Schadenplatte 7P7 mit nur 100 mm Stärke. weil man mit dem Panzer gar nicht rein konnte, ne? Was? Der Panzer wäre ja von unten von der Straßenseite gekommen. Deswegen Materialmangel meistens. Wir haben ja auch einen Keil, dann kannst du halt den Fan, dass die aufgeht. Aber da würde ich jetzt mal sagen, dass der Jörg sich jetzt mal an den schweren Verschluss rangibt. Ja. So. Also, wie ich ja gelernt habe, hier gibt es keine. Oh, Leute. Nicht, dass sie rausfällt. Und man konnte die dann hier ranbringen. Weiter. Ja. Und klack. So, und ich habe ja gelernt, ich bin ja Zivilist, man nimmt das MG 34, lehnt sich dagegen wegen des Rückstoßes und nimmt die linke Hand und packt sie hier unter dem, darunter, okay, unter dem Schaft. Und dann nimmt man hier über Kimmer und Korn in dem Fall, ne? Und hatte dann die Möglichkeit, nach außen zu wirken. So. Oh ja, meine Finger sind zu groß dafür. Hast du damit schon mal geschossen? Ist laut, oder? Wenn du Ohrenschützern hast, definitiv. Ja. Das heißt, ihr schafft in Ruhe. Und dann? Das ist aber halt eben Nachbau, ne? Jetzt hebst du es hoch und ziehst es zurück. Verstehe. Nicht zu weit, sonst rastet die nämlich gleich ein. Aha. So. Schon gesagt, wir haben jetzt, wenn du jetzt mal hier, willst du was zumachen? Sie ist einfach auf Fett oder so, ne? Auf Grease. Richtig. Das mal. Kannst du dann. Schneid das mal lieber raus. Aufnahme. Das, Du willst sie rausholen, oder? ja, ich würde das zeigen, wie das dann auf den Zweibein ist. Schon das MG 34 halt eben. Normalerweise ist das hier, ursprünglich war das gedacht fürs MG 08. Aber dazu kam es dann natürlich, beziehungsweise kam in manchen Fällen dazu, da hat es sich auch extra eine Aussparung, falls du das rausgeschoben hast, für die Munitionskiste dort aufzustellen. Und wie anderes Zubehör fürs MG hast du dann halt eben hier runter gelagert. Genauso wie jetzt hier zum Beispiel das Zweibein. Ja. Hier haben wir jetzt zum Beispiel. Sieht aus wie ein Flansch. Nee, das ist der Haltebolzen, der hier im Beton drin ist für die Schadenplatte. Schon gesagt, wenn ich den dir jetzt zuschmeiße, kippst du um.
Hier, Originalfarbe noch. Wurde damals nicht weiß gestrichen oder ist das mittlerweile einfach ausgebleicht? Das ist einfach ausgebleicht. Haben wir weiß oder Elfenbein? Weiß oder Elfenbein? Wir haben teilweise weiß, wir haben teilweise Elfenbein. Das hier ist jetzt zum Beispiel Elfenbein eigentlich. Und die Tür wieder auf. Und wir gehen durch. Dann kann der gute Jörg mal wieder einmal durchgehen. So, Leute, ich glaube, wir haben jetzt auch alles gesehen, oder? Ja, wir sind jetzt durch. Also Und jetzt kann der gute Jörg noch einmal hier durch den Bunker nochmal gehen und euch das vielleicht nochmal alles in Ruhe zeigen. Hat die jemand gehämmert? Hä? Hat die jemand gehämmert? Bom, 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 oder was will das? Ich war das. Ja, dann machen wir alle Türen mal auf und ich gehe noch mal einmal kurz durch. Ja? Und dann gucken wir uns oben noch mal den Fettner an. Und vor allen Dingen außen das MG34, was jetzt draußen ist, ne? Genau. So. So, Toilette übrigens mit Sitzwangen, falls man dünn Schiss hatte. Und hier seht ihr übrigens, gibt es keine Arretierung. Das bedeutet, man konnte von außen immer reinkommen. Also wenn ein gegnerischer Soldat bis hier gekommen ist, dann hatte er die Möglichkeit, auch in den Vorraum, also in die Gasschleuse zu kommen, weil man das nicht verschließen konnte. So, und ihr habt gesehen, keine Toilette. Es gab also nur die Möglichkeit, in diese, entweder draußen irgendwo hinzumachen, in der Natur, oder dann in den Eimer, den wir gerade gesehen haben. So, der Lars zeigt uns jetzt hier einmal das MG34. Und da sieht man, wie das aussieht. Und weißt du, was wir machen? Wir gehen jetzt einmal in dem äußeren Bereich des Schussfeldes und schauen mal nach, ob man als gegnerischer Soldat die Möglichkeit hatte, die Scharte überhaupt zu sehen oder zu treffen. Und schaut mal. Also ihr habt ungefähr das gleiche Bild wie ich. Ihr könnt sogar noch einmal näher ran. Und wenn in der Scharte, selbst wenn die geöffnet war, Licht war, kein Licht war, dann hat man die so gut wie gar nicht gesehen von hier. Und damit wusste man auch gar nicht, wo man hinschießt. Das ist schon spannend. Man sieht ja von hier aus kaum die Scharte. Man war also Kanonenfutter, aber man konnte selber gar nicht den Soldaten da treffen. Und schaut mal, Leute, die Schartenplatte ist komplett mit der Faser, Milch getränkt. Und damit kann man nicht sehen, wo genau die Scharte ist. Und die ist ja so bodennah, dass man bei ausgeschaltetem Licht, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, ja, es wird schon immer schwieriger, die Schartenplatte zu erkennen, beziehungsweise das Schartenloch, die Schartenöffnung. Und jetzt ist sie auf den ersten Blick schon gar nicht mehr zu sehen. Das ist unglaublich. Und hier war der Wegbereich. Hier seht ihr das, warum es heißt Licht aus bei Scharte offen. Denn man kann relativ schnell dann in die Scharte reinschauen, weil hinten Licht leuchtet und dann weiß ein gezielter oder ein geübter Schütze direkt, wo er reinschießen muss. So, Lars, wir beiden, wir gehen jetzt, wir haben einen Schlüssel bekommen, wir gehen jetzt wohin? WH 314.
So Leute, und dann melden wir uns gleich nochmal. Also mit diesem wunderschönen Blick auf unsere bisher Lieblingsschartenplatte 78 P9 gehen wir hier entlang der ehemaligen Schießbahn Richtung Bunker. Weil wir haben gerade erfahren, Leute, dieser Bunker wurde von dem Jörg Fuhrmeister ausgegraben, ne? Und das ist wie viele Jahre her? Weißt du das zufällig aus? Wiederhergestellt. Ah, wiederhergestellt. Ja, vielleicht lerne ich den ja irgendwann mal kennen, den Jörg. Cool. Und der hat den hier wiederhergestellt und wir gehen jetzt zu einem vergleichbaren Bunker. Und ihr seht dann einmal, wie der Zustand war, als man den angefangen hat zu restaurieren. Also bis gleich.